Gerade im Bereich Angststörung und Depression, wenn Menschen diese Diagnose kriegen, sind die ersten zwei Sachen, an die sie denken, Medikamente und Therapie. Und das war's dann. Hallo André, herzlich willkommen hier bei Chronisch Ehrlich. Ich habe mich so gefreut über unseren E-Mail-Austausch und über deinen eigenen Kanal, denn heute sprechen wir über Angst- und Panikattacken und das ist dein Gebiet. Wenn man sich damit beschäftigt, dann hat man höchstwahrscheinlich eigene Erfahrungen damit gemacht und ich freue mich so, dass du uns heute in deine Geschichte mit hineinnimmst. Ja, danke erstmal. Ich bin André, 32 Jahre alt, komme aus Dortmund, habe meinen eigenen YouTube-Kanal, meinen eigenen Blog zum Thema Angstbewältigung und Persönlichkeitsentwicklung. Wie kam es dazu? Also ich weiß von dir, dass du eine Panikattacke hattest und daraus ist dann eine Angststörung entstanden. Wie war das? Wie war die Zeit vorher? War alles happy clappy und normal und dann bam? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, ich versuche mal so die Geschichte ein bisschen zusammenzufassen. Ich kam gerade von der Bundeswehr und zu diesem Zeitpunkt war noch alles relativ gut. Bundeswehr war zwar stressig, aber bis zu diesem Zeitpunkt kannte ich noch nicht so diese Angst auf diesem Niveau. Und dann waren wir nach der Bundeswehr auf so einer Spielemesse. Gamescom, sagt dir wahrscheinlich nichts. Aber Ich nehme an, es geht um Computerspiele. und ja, da war ziemlich Full House, ziemlich viele Leute. Und ja, da hatte ich meine erste Panikattacke zwischen diesen ganzen Leuten. Ja, das Ganze hat sich so geäußert, Schwindel hat angefangen, Übelkeit. Übelkeit war auch quasi die ganze Zeit mein Hauptsymptom. Ja, so Gummibeine, dass man nicht mehr richtig laufen konnte, dass man kaum noch stehen konnte. Ja, das waren eigentlich so die Hauptsachen, wie sich das Ganze geäußert hat. Und darauf ja, dann lag ich da erstmal im Sunny-Bereich für, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde, weil zu diesem Zeitpunkt dachte ich noch, das ist vielleicht einfach der Kreislauf, einfach ein Kreislaufzusammenbruch, weil bisher habe ich sowas noch nie erlebt. Ja, dann sind wir auch wieder nach Hause gefahren, ziemlich früh. Früher als erwartet, sage ich es mal so. Ja, klar. Ja, und dann habe ich natürlich gedacht, schlafe ich eine Nacht drüber und dann hat sich das ganze Problem wieder erledigt. Sage ich mal so, war auf jeden Fall eine Wunschvorstellung zu diesem Zeitpunkt. Und da haben die Probleme dann quasi erst richtig angefangen. Ja, krass. Also eigentlich aus dem heiteren Himmel. Du hattest zwar eine stressige Zeit mit dem Militär. Wie lange warst du da? Knapp ein Jahr. Ja. Und dann war alles vorbei. Du kannst eigentlich eine Fun World besuchen und dann sagt dein Körper, es ist genug. Ja. Also zu diesem Zeitpunkt war das auch noch so, zu diesem Zeitpunkt hatte ich natürlich auch noch gar keine Ahnung vom Thema Angst und Stress. Und da war ich auch noch so der Meinung, von wegen, das Ganze kam aus dem Nichts. Aber das ist ja mehr oder weniger nur so ein Mythos, der einfach nur auf Unwissen basiert, dass irgendwas aus dem Nichts kommt. Aber das hat ja immer seine Gründe. Ursache und Wirkung, ja. Richtig. Ja. Und wenn man es nicht besser weiß, dann denkt man halt, es kommt aus dem Nichts und dann wirkt das Ganze auch ein bisschen bedrohlicher, finde ich, als wenn man weiß, wo das Problem liegt oder wo ein Teil des Problems liegt. Da sprichst du so etwas Wichtiges an, André. Und deswegen freue ich mich so, dass du heute hier bist, dass wir das wirklich von allen Seiten beleuchten dürfen heute, weil es genau das ist, wenn wir erkranken, egal an was, und wir wissen nicht, was es ist, dann sind wir ist der Körper wie unser Feind in dem Moment, weil wir denken, wir sind ihm ausgeliefert, wir haben gar nicht gelernt, mit ihm zu kommunizieren und dahin zu kommen, miteinander zu arbeiten. Und das finde ich
so spannend an deiner Geschichte, dass du dich dann wirklich reingegeben hast und gesagt hast, wo bitte ist diese Ursache? Also du bist dann zu Hause gelandet, hast gesagt, okay, ich schlafe eine Nacht drüber, danach hat sich's erledigt. Wie war danach? Wie sah es in Wirklichkeit aus? Ja, danach bin ich, sagen wir es mal so, äh, mit neuer Motivation aufgestanden am nächsten Tag. Und das Erste, was sich breit gemacht hat, war dieses Gefühl der Derealisation, dass man alles so, ja, ich sag mal, durch so einen Schleier wahrnimmt und alles so, ja, unwirklich erscheint, sage ich es mal so. Und ich finde, das ist besonders erschreckend, wenn man das vorher noch nie so erlebt hat, in dieser Form. Und gerade an so einem Symptom, sage ich mal, nährt sich die Angst wieder selbst und hält sich somit dann selbst aufrecht, weil ja durch diese Bewertung immer wieder neuer Stress ausgelöst wird. Und dann hängt man halt in diesem Teufelskreis drin. Ja, ja. Wie sah das ganz praktisch aus, die erste Woche? Du bist aufgestanden. Ja, ich bin aufgestanden, Derealisation, Übelkeit, quasi den ganzen Tag über. Achso, ich habe gar nicht dazu gesagt, auf der Messe habe ich mich auch übergeben. Das war komisch, dass ich das nicht erwähnt habe, aber das war auch so der Hauptschock quasi, sich vor so vielen Menschen zu übergeben oder sich übergeben zu müssen. Man muss sich das Ganze vorstellen, dass es wie, wenn man Samstag durch die Innenstadt läuft, alles ist voller Menschen. Und das geht natürlich dann auch mit so einem gewissen Schamgefühl einher, ne? Ja, ja. Genau, weil man diese Kontrolle verliert. Ja. Ja, Ja, und diese Übelkeit war dann quasi dauerhaft da. Natürlich gab es mal Phasen, wo es weniger war, wo es mehr war, aber von welchem Zeitraum sprechen wir da? generell die Angststörung, wie lange ich damit zu tun Ja, hatte? und diese Übelkeit, ja, alles. Circa 6 Jahre. Wow, wow. Also irgendwann denkt man so, okay, eine Magen-Darm-Grippe und Kreislauf ist es nicht, definitiv. Nach welcher Zeit hast du dir gesagt, okay, André, da stimmt etwas nicht, du musst jetzt irgendwas ändern, du musst dir Hilfe holen. Was war da der Zeitpunkt? Ja, das ist ein bisschen wild bei mir gewesen, weil ich sag mal so, ich hatte schon immer eine Abneigung gegen Ärzte, sage ich es mal so, weil ich in der Vergangenheit meine eigenen Erfahrungen, also negative Erfahrungen gemacht habe. Und ich bin eher so ein Mensch, der immer erst zum Arzt geht, wenn ein Arm abgefallen ist oder wenn ich meinen Kopf quasi unterm Arm tragen muss. Okay, ja. Und aus diesem Grund war, glaube ich, mein erster Arztbesuch nach ungefähr einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr. Okay, dann hast du schon eine lange Zeit ausgehalten und einfach auch funktioniert. Wie alt warst du da? Warst du da bereits berufstätig? Wie sah dieses Funktionieren für dich aus? Nee, da war ich nicht berufstätig. Da kam ich gerade von der Bundeswehr. Das war 2010, 2011. Wie alt war ich da? Muss ich kurz zurückrechnen. 22 ungefähr. Ja, und da hatte ich sag mal, zum Glück war ich zu der Zeit noch arbeitslos. Ich hätte auch, glaube ich, gar keinen Job aufnehmen können. Ich war zu der Zeit auch bei ein paar Vorstellungsgesprächen und Probearbeiten, aber das Ganze war quasi unmöglich zu der Zeit noch. Ja, verständlich. Und dann hast du den Arzt aufgesucht. Und Dann habe ich einen Arzt aufgesucht. was war die Diagnose? Äh, also erstmal gab es keine Diagnose. Erstmal war halt dieses ganze Spiel von wegen körperliche Ursache ausschließen. Ja. Und ja, da war dann sowas, diese üblichen Untersuchungen, Blutbilder, Schilddrüse, EKG, Spiegelung, sowas in die Richtung. Ja, und als das dann quasi alles ausgeschlossen worden ist, wurde mir dann quasi die Empfehlung gegeben,
ähm, zur Therapie zu gehen oder mir einen Therapeuten zu suchen. Und das ist ziemlich unspektakulär, weil da hört dann quasi auch schon mein medizinischer Weg auf, aus, ich sag mal, verschiedenen Gründen. Zu der Zeit war mein Ego noch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen größer, wo ich mich nicht darauf einlassen konnte. Ich wollte die Kontrolle nicht abgeben. Das Ganze war auch so ein bisschen mit so einem Schamgefühl verbunden, dass ich so quasi einen Stempel aufgedrückt kriege. Ja. Und dann stand ich quasi mit einer Diagnose da, aber daraus ist dann quasi, darauf hat nichts mehr gefolgt. Also hat er ausgesprochen, das wird eine Angststörung sein. Das war, also mein Hausarzt hat die Vermutung quasi gegeben, dass es eine Angststörung ist. Und ein Heilpraktiker hat mir dann die richtige Diagnose quasi gegeben. Die dann auf. Wie lautet die Diagnose? Achso, Emetophobie inklusive Panikstörung. Ja. Und Emetophobie heißt Angst vor. Ja, die Emetophobie ist die Angst vor dem Erbrechen und da unterscheidet man dann noch zwischen Fremdemetophobie, wenn man quasi Angst davor hat, dass andere Menschen auch erbrechen. Da bin ich zum Glück von verschont geblieben. Bei mir hat sich jetzt alles nur quasi auf mich selbst bezogen. Ja. Dass ich Angst hatte, dass ich mich übergeben muss. Und das Ganze war dann auch mit Panikattacken verbunden, die dann auch aus dem Nichts, sage ich mal, gekommen sind. Ja, und das war dann so die Routine für die nächsten Jahre. Wie sahen diese Jahre aus, André? Erstmal, also sage ich mal, ich hatte 2 Tiefpunkte. Das war einmal ganz am Anfang, wo ich noch nicht wusste, was das Ganze überhaupt ist, wie ich damit umgehen soll. Dann hatte ich eigentlich einen ziemlich großen Abschnitt dazwischen, wo es einigermaßen ging. Da habe ich mein Abitur nachgeholt. Da hat dann so die Ablenkung mit reingespielt, dass ich nicht mehr den ganzen Tag drüber nachgedacht habe und mich nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, auf diese Symptome und so versteift habe und somit, dass sich das Ganze nicht mehr so selbst aufrechterhalten hat. Und ich sag mal, wie sagt man so schön, ich hatte das Ganze im Griff, was ja definitiv, manche Leute denken ja, das ist etwas Gutes, aber das ist definitiv etwas absolut Katastrophales, etwas im Griff zu haben, weil im Griff zu haben bedeutet immer, dass man an etwas festhält und es nicht loslassen kann. Ja, und das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass ich dann gegen Ende nochmal den absoluten Tiefpunkt hatte, wo ich dann über Monate hinweg nicht mehr richtig essen konnte, nicht mehr richtig schlafen konnte, in eine Depression versunken bin. Ja, und quasi so die dunkelste Stunde meines Lebens erlebt habe, quasi. Ja. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht selber betroffen ist, wie einsam diese Phase auch ist. Und das soziale Leben, das stoppt ja einfach mal abrupt. Definitiv. Ja. Und das ist ja auch so ein Problem wieder, man isoliert sich aufgrund der Angststörung und das spielt dann wieder mit rein, dass die Angststörung natürlich noch stärker wird und dann gibt es halt wie so einen Schneeballeffekt, Ja. dass man dann irgendwann unten ankommt. Ja. Ja, und 6 Jahre, das ist ja gerade auch in dieser Zeit, in den 20er Jahren, wo man eigentlich entdecken darf, was gefällt einem nicht. Man probiert Dinge aus, man erlebt Abenteuer und die Zeit wird einem dann geraubt. Das erstmal zu verkraften, das ist auch, oder das zuzugeben, also für mich war da auch immer so ein depressiver Tiefpunkt, wenn ich gesehen habe, dass alle ihr Leben so aufbauen, wie sie gerade Bock haben und man selber das einfach nicht auf die Reihe bekommt. Ja. Wie ging deine Suche weiter? Weil ich weiß, dass du enorm viel gelernt hast über die Angst- und Panikstörung und da bin ich gespannt. Also, ich hatte während der Zeit, wo ich mein Abi gemacht habe, also quasi mittendrin, hatte ich den ersten Berührungspunkt mit dem Thema Achtsamkeit und Meditation. Aber zu der Zeit war das Ganze für mich noch so Kategorie
Wuwu, Heilkristalle, Tarotkarten. Alles in eine Ecke. Das war für mich Meditation quasi. Und deshalb habe ich das Ganze auch relativ schnell wieder abgehakt. Und das Buch war auch, das war eher so ein, ja, es gibt ja Bücher zum Thema Achtsamkeit, die sind ein bisschen praktischer und dann gibt es welche, die sind eher so in die spirituelle Richtung und das war so ganz spirituell, ganz weit außen und damit konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts anfangen. Ja, aber das hat sich irgendwann geändert, weil ich dann nochmal das Thema anders angegangen bin. Ich sag mal, auch zu der Zeit war ich auch noch so, alles, was nicht von der Wissenschaft belegt werden hat keine Existenzberechtigung. Oh, so war ich auch. Und dann bin ich das Thema noch mal ein bisschen, ich sag mal, wissenschaftlicher angegangen. Ja, was auch super spannend ist, und ich liebe das auch, und die Wissenschaft deckt immer wieder, also gerade im Yoga-Bereich zum Beispiel, was jetzt da herausgefunden wird an Messungen, was das mit unserem Körper wirklich macht oder die Atemübung, das ist mega spannend. Und es ist ja auch immer so, dass besonders diese Sachen, die man, weiß nicht, Meditation vor 10 Jahren im Westen, so gerade in Deutschland, hat man das ja genauso wie ich, hat man das ja allgemein noch so ein bisschen abgehakt als, weiß ich nicht, Voodoo. Voodoo, so ungefähr. Und dann erst, wenn dann der Westen in seiner westlichen Arroganz und in seiner wissenschaftlichen Arroganz dann irgendwelche Studien liefert und irgendwelche Testergebnisse liefert, dann kann man das Ganze auch hier ernst nehmen. Genau. Und das ist ja mit vielen Sachen so. Und Ja, da wird auch noch einiges ja. in diese Richtung kommen, denke ich mal. Ja, und das müssen wir uns auch einfach zugestehen, dass wir Westler da echt einfach mega verkopft sind und uns lieber auf irgendwelche Laborwerte und Zahlen, die ausgekotzt werden aus dem Computer, darauf verlassen, als auf das eigene Gefühl und der Erfahrung, was tut eigentlich der Atem mit mir und diese Dehnung und was auch immer. Ja. Aber das ist halt auch dieses, wie will man also wissenschaftlich ist ja immer materialistisch. Aber wie will man materialistisch irgendwas erklären, was nicht materialistisch ist? Da ist einfach, meiner Meinung nach, einfach der große Denkfehler. Genau, ja, da kann das Denken eben dann nicht mehr weiterhelfen. Da geht es ins Fühlen und in die Erfahrung hinein. Deswegen liebe ich auch diese Reihe hier, bei Chronisch Ehrlich, weil es einfach Erfahrungsberichte sind. Und schlussendlich hat der Geheilte recht. Und deswegen bin ich so gespannt, wie du dich daraus geheilt hast. Erfahrungsberichte sind definitiv meiner Meinung nach einer der wichtigsten Sachen, auch wenn anekdotische Evidenz immer so ein bisschen belächelt wird, so von wegen, ja, keine Ahnung, was die da gemacht haben. Gibt es da Werte zu? Kann man das belegen? Oder schön, dass es für sie funktioniert hat. Ja, richtig. Aber bitte kommen Sie mit Ihrem Wissen nicht und versuchen das anderen Leuten zu erzählen. Da wird es gefährlich. Genau, ganz, ganz gefährlich. Ja, und einer der wichtigsten Punkte war auf jeden Fall, was ich jeden Tag sehe in diesem Bereich, ist einfach die Opferrolle. Dass man einfach anfangen muss, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst und aus dieser Opferrolle auszubrechen, dass man sich selbst bemitleidet den ganzen Tag und dass man denkt, dass man ein Opfer äußerer Umstände ist und dass man überhaupt nichts dagegen tun kann. Und ich war zu dieser Zeit, wo ich am absoluten Tiefpunkt war, ich war der König der Opfer. Ich habe auch den ganzen Tag habe ich mich selbst bemitleidet und da muss ich auf jeden Fall meiner Freundin danken, weil meine Freundin war immer so der Haudegen, der quasi gesagt hat, ne, so salopp gesagt, zieh mal endlich den Kopf aus dem Arsch und fang mal an, was zu verändern, fang mal an, ne, dich irgendwie weiter zu bilden, weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wenn ich diesen Input nicht gehabt hätte, dann weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Wahrscheinlich nicht viel weiter, weil aus der Opferrolle heraus kann nichts entstehen, bis man das Ganze abgelegt hat. Mit diesem
Abstand heraus, wie du jetzt die Situation beleuchtest, konntest du auch schon reflektieren, wie sich diese Opferrolle manifestiert hat? Kommt es aus, dass man sich ausgeliefert gefühlt hat, schon in anderen Situationen früher? Dass da dieses Konstrukt wieder wie aktiviert wurde, ja, da kann ich nichts machen, das ist jetzt halt einfach so. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das ist tatsächlich so auch so ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass immer so die Verantwortung, es wird immer so dargestellt, als müsste man irgendwie jemanden suchen, der für einen die Verantwortung übernimmt und der quasi dafür verantwortlich ist, dass man geheilt wird. Das ist ein mega spannender Punkt. Ich erkläre es immer ein bisschen so wie mit dem Schulsystem. Du hast immer jemand, der dir heranträgt, was die Wahrheit ist. Ja. Es kommt immer von außen die Wahrheit und eigentlich guckt man gar nicht oder lernt man nicht zu empfinden und zu sagen, wie fühlt sich das für mich an? Ist das wahr? Fühlt sich das richtig an? Und wenn wir krank werden, dann gehen wir wieder ins Außen. Wir gehen zum Arzt und hoffen, dass wir irgendwo Hilfe bekommen, dass der sagt, das und das und das. Und dann merkt man, da ist keine Hilfe. Da gibt es vielleicht Diagnosen, aber wie ich dann im Alltag mit der Erkrankung umgehe, wird man allein gelassen. Und dann ist man natürlich ein Opfer, wenn man denkt, das war's. Ja. Und dann kommt natürlich noch hinzu, also Krankheiten sind ja eine Sache, aber sobald es um Emotionen geht, ist man ja im Westen sowieso, ist man ja in diesen kulturellen Rahmen gequetscht, von wegen emotionale Stärke bedeutet, dass man Emotionen nicht zeigt und dass man alle Emotionen in sich reinfrisst und dass man Emotionen nicht zulassen darf. Und da befindet man sich dann ganz schnell wieder in diesem Kreislauf, der alles nur noch schlimmer macht. Ja. Weil man einfach alles nach unten quetscht die ganze Zeit, bis es dann irgendwann aus einem rausplatzt. Und das war ja bei mir genauso. Von wegen über Jahre hinweg das Ganze einfach nur im Griff haben und versuchen, damit irgendwie klarzukommen. Und dann platzt es irgendwann aus einem raus und dann hat man den Salat. Ne? Und dann weiß man nicht mehr, wie man weitermachen soll, weil man dann noch ein bisschen überraschter dasteht und noch ein bisschen geschockter ist, wie weit das Ganze noch nach unten gehen kann. Das heißt, du warst in diesem Tiefpunkt und du hattest eine Freundin an deiner Seite, die dich motiviert hat, die gesagt hat, nein, so geht's nicht weiter, bilde dich aus. Also im ersten Moment ist man ja angepisst. Man denkt so, ja super, habe ich mir auch nicht ausgesucht. Ja, natürlich. Das ist ja wieder das Ego, was da reingrätscht, ne? Von wegen, was weißt du schon, was willst du mir schon sagen? Du weißt gar nicht, wie sich das anfühlt. Und das ist ja dann wieder so dieses... Was ja auch stimmt. Ja, natürlich. Aber das heißt ja nicht, dass der Input von außen keinen Wert hat. Genau. Mir haben Freunde dann auch mal ein Buch empfohlen, wie ich mich selber heilen kann. Und ich war so angepisst. Ich war echt so angepisst, weil ich so dachte, ihr blöden Piep, ihr habt doch keine Ahnung. Stellt euch vor, ihr könntet nie auf Toilette, werdet nur verstopft, hättet so viele Unverträglichkeiten, auf alles würdet ihr allergisch reagieren. Ihr habt echt keine Ahnung und ihr denkt, ich könnte mich mit einem Buch heilen. Super. In was für eine Blase lebt ihr? Ja, und jetzt schlussendlich motiviere ich Menschen selber dazu, zu sagen, Selbstheilung ist möglich, aber es ist genau, wie du sagst, es ist dieses Ego. Aber wie kamst du in diese Erkenntnis, dass da ein Ego in dir kämpft und dir Steine in den Weg legt, über dich hinauswachsen zu können? Ja, das Ganze ist ja, ich sag mal, das Ganze ist ja nicht von einem auf den anderen Tag passiert. Das Ganze war ja ein Prozess über mehrere Monate, wo man halt auch sich Wissen angeeignet hat und solche Konzepte überhaupt erst verstanden hat. Davor wusste ich ja noch gar nicht, was ist ein Ego, was ist das Selbst. Das Ganze ging für mich auch schon in die Richtung Heilkristalle und Tarotkarten. Wenn irgendwer von Ego gesprochen hat und du bist nicht dein Körper, das war ja so, das war ja dann auch so ein Konzept, was ein bisschen abgedreht gewirkt hat zu der Zeit noch. Ja, aber das kam einfach mit
mit der Bildung, je mehr man gelesen hat, je mehr man gesehen hat. Zu der Zeit habe ich auch viel Podcasts und sowas geguckt, YouTube-Videos, Erfahrungsberichte von anderen Menschen, ganz wichtig gewesen. Mhm. Und da ist auch, so gerade beim Thema Erfahrungsberichte, sage ich immer, einer der wichtigsten Werkzeuge war für mich auf jeden Fall die englische Sprache, weil im deutschen Bereich, gerade was Angststörungen angeht, findet man so wenig positive Erfahrungsberichte, dass man denken könnte, und es gibt ja auch genug Leute, die denken, dass sie ihre Angststörung niemals loswerden, weil sie wahrscheinlich einfach nicht genug positive Erfahrungsberichte gesehen haben. Ja. Und im englischen Bereich sieht das Ganze so viel anders aus. Kann man sich einfach nicht vorstellen. Deswegen so wertvoll für deine Arbeit auch und deinen YouTube-Kanal Minded, dass du da wirklich ja dieses Tabu, was anscheinend ein Tabu ist hier im deutschsprachigen Raum, brichst. So wichtig. Ja, das war auch so ein bisschen, ich sag mal einfach so, auch die Wut darauf, was man immer so gehört hat, von wegen, dass ich Leute gesehen habe, wo der Therapeut zum Beispiel gesagt hat, dass sie ihre Angststörung nicht überwinden können und dass sie einfach lernen müssen, damit zu leben. Und solche Menschen, das ist Fachpersonal, und allein die Autorität von diesen Menschen sorgt ja quasi dafür, dass der Patient quasi verflucht wird, mit dieser Störung zu leben, weil er das halt für sich als Wahrheit annimmt, weil es halt eine Autoritätsperson ist. Ja. Genau, das ist der große negative Teil einer Diagnose, wenn sie gestellt wird und gesagt wird, diese und diese Diagnose und damit müssen Sie jetzt leben oder daran sterben Sie. Das ist dann der Nocebo-Effekt. Und das andere wäre, eine Diagnose zu stellen und dann in diese Ermutigerrolle zu gehen, weil das gibt es auch. Es gibt auch die Ärzte, die sagen, so und so schauen die Werte aus. Das haben sie höchstwahrscheinlich, aber es gibt einen Weg draus. Schauen Sie mal die Ernährung an, den Lebensstil, wo fühlen Sie sich gefangen, wo können Sie über sich hinauswachsen. Und da gibt es dann die schönsten Geschichten heraus. Ja, natürlich. Ja, ich will ja auch nicht sagen, dass alle Ärzte eine absolute Katastrophe sind. Natürlich gibt es ja gute Ärzte. Aber die Mehrheit, die ich erlebt habe, darf ich schon sagen, sind, wie sagt man, negativ geprägt oder von dem Wortschatz sehr, sehr fachlich und dann eher negativ, anstatt fachlich und positiv. Da ist noch Potenzial. ach so, ja, natürlich. Potenzial, Luft nach oben ist immer. Ja, genau. Ja, was ich ein bisschen problematisch finde, ist immer auch, wie wenig oder überhaupt, dass Mediziner nicht dazu verpflichtet sind, irgendwas mit Ernährung studiert zu haben oder überhaupt Ahnung von Ernährung haben zu müssen, um ihren Beruf ausüben zu können. So, das ist immer so gerade im Bereich Angststörung und Depression, wenn Menschen diese Diagnose kriegen, sind die ersten 2 Sachen, an die sie denken, Medikamente und Therapie. Und das war's dann. Alles andere, das war ja bei mir teilweise auch so. Man weiß gar nicht, wie viele Möglichkeiten es gibt, weil die westliche Medizin immer nur in die gleiche Kerbe schlägt. Was würdest du, wenn du jetzt der Mediziner wärst und ein Angstpatient würde zu dir kommen, was würdest du ihm sagen? Aus deiner Erfahrung heraus. Ach hey. Also meine Theorie, die ich über die Jahre aufgestellt habe jetzt, ist auf jeden Fall, dass das größte Problem darin liegt, dass wir uns zu weit von der Natur entfernt haben und dass wir uns zu stark von der Natur entfremdet haben. Weil Angst ist, wie sage ich das? Angst ist eine Reaktion auf eine wahrgenommene Gefahr. Nur gehen die meisten Menschen davon aus, dass diese Gefahr immer super offensichtlich sein muss. Also ich laufe durch den Wald, sehe jetzt, weiß ich nicht, einen Wolf oder einen Tiger, je nachdem, wo ich in den Wald gehe. Dann kommt zur Stressreaktion und ich spüre halt die Angst. Das ist halt so dieses, was die Menschen immer vor Augen haben. Aber für mich ist es genauso,
wenn wir jetzt zum Beispiel davon reden, dass ich einen Nährstoffmangel habe. Ein Nährstoffmangel ist jetzt keine offensichtliche Gefahr für mich, wie jetzt der Wolf, der vor mir steht. Aber für mein Überleben ist ein Nährstoffmangel genau die gleiche Gefahr wie der Wolf. Ist zwar nicht so offensichtlich, aber geht halt auch mit Angst einher. Wenn man zum Beispiel googelt, Nährstoffmangel Magnesium, Nährstoffmangel B12, findet man immer irgendwas in Richtung Angst, Panik. Ja, und das sind einfach diese ganzen Faktoren. Von diesen Faktoren gibt es einfach so viele, die halt nicht offensichtlich sind, aber die Angst auslösen. Und da liegt einfach dieses Problem. Und ich glaube, das ist so das Signal der Natur, das einfach zeigen will, dass man sich in eine falsche Richtung bewegt. Das ist so, wie wenn man hat so ein ferngesteuertes Flugzeug und fliegt quasi aus dem Radius raus, wo die Fernbedienung dann nicht mehr steuern kann. Und dann vorher gibt die Fernbedienung quasi dieses Signal ab. Man entfernt sich aus dem Umkreis, wo das Ganze noch gesteuert werden kann. Und dieses Signal ist dann quasi die Angst aus natürlicher Sicht. Ja. Wow, das ist so ein wichtiger Punkt, André, den du ansprichst. Ja. Das heißt, du würdest erstmal supplementieren und schauen, dass man diese Verbindung zur Natur wieder herbekommt. Wie würde das aussehen? Nicht mal unbedingt supplementieren. Also erstmal, also Supplemente haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Ich habe ja auch einen ganzen Schrank voll, sage ich mal. Aber auf jeden Fall erstmal die Ernährung umstellen. Also was ich ja sehe, gerade wenn es um Emetophobie geht, wenn es darum geht, dass man mit Übelkeit zu kämpfen hat, dann sollte meiner Meinung nach einfach der erste logische Schritt sein, dass man die Ernährung umstellt. Weil selbst wenn ich völlig gesund bin und mich den ganzen Tag von Tiefkühlpizza ernähre oder von Lasagne oder von Pommes, dann ist klar, dass ich mit Übelkeit zu kämpfen habe. Und das hat erstmal gar nichts mit der Angst zu tun. Aber natürlich baut die Angst dann auch wieder darauf auf diesem Gefühl der Schwere im Magen und der Übelkeit. Und das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Punkte und auch einer der größten Punkte, die Ernährung umzustellen. Auch, dass man wieder genug Nährstoffe kriegt. Und auch so Faktoren wie Entzündungen oder sowas. Die meisten Menschen ernähren sich ja wie Mülleimer. Quasi dieses, nehmen wir mal das beste Beispiel, frittierte Sachen oder Sonnenblumenöl. Alles in diese Richtung ist ja eine komplette Katastrophe für den Körper und löst halt auch Entzündungen im Körper aus, die dann wieder damit reinspielen. Und dann haben wir solche Sachen wie oxidativen Stress und das sind alles so kleine Faktoren, die dieses Gesamtproblem dann aufrechterhalten. Ja. Es gibt ja dieses Konzept, nennt sich Death by a Thousand Cuts, dass quasi die Angststörung nicht auf einem großen Problem basiert, so wie es immer dargestellt wird. Zum Beispiel, viele sagen ja dann, ja, meine Angststörung basiert auf einem Trauma in der Kindheit und das ist der einzige Faktor, den diese Menschen dann sehen und auch angehen. Aber es sind ja meistens, weiß nicht, hunderte kleine Faktoren, die dieses Problem letztendlich aufrechterhalten. Ja. Also so sehe ich das Ganze auf jeden Fall. Mag jeder anders sehen, aber Ich finde es so spannend. Ich habe es in dem Video Angst- und Panikattacken auch gezeigt, dass da einfach auch nur der Zwerchfellnerv entzündet sein kann und dadurch, dass so schwer verdauliches dann da in Berührung kommt mit diesen feinen Nerven, das über den Vagusnerv ans Hirn gesendet wird und man einfach eine Angstattacke bekommt, weil, wie du es vorhin so schön gesagt hast, der Körper zeigt, hey, stopp, hier stimmt etwas nicht. Und es ist eine gute Warnung. Es kann auch Leben retten, so wie es eben soll, wie wenn der Tiger kommt. Ja, es ist eine Warnung. Und wo dürfen wir uns hinterfragen? Wie war das denn bei dir? Gerade beim Essen, das ist ja auch so eine emotionale Sache, gerade wenn man sich als Opfer fühlt und dann wird einem noch das Essen weggenommen, was als Seelentröster oft dient. Wie war das denn für dich, dieser Prozess? das ist natürlich gerade beim Thema Emetophobie, ist das natürlich, ich sag mal, noch schwerwiegender als jetzt bei einer anderen Angststörung, weil man hat mit Übelkeit zu kämpfen, dann lässt man quasi das Essen weg
wenn man entweder Angst hat, sich zu übergeben oder wenn man einfach nichts runterkriegt, dann fällt man natürlich automatisch in dieses Kaloriendefizit rein, was dann wieder noch mehr Stress auslöst, noch mehr Übelkeit auslöst. Und dann, dann musste ich mich quasi zwingen, überhaupt irgendwas zu essen, um wieder aus diesem einzelnen Teufelskreis rauszukommen, der dann quasi diese Übelkeit aufrechterhalten hat. Und da muss man natürlich immer gucken, was man dann runterkriegt, was man verträgt. Und das war natürlich dann auch einfach so ein, ja, da muss man halt dann ausprobieren auch. Wie hast du das ganz konkret gemacht? Ich habe mich zu der Zeit, so das Einzige, was reinging, waren quasi Haferflocken zu der Zeit. Also ich habe mich lange Zeit von Haferflocken ernährt und es war, glaube ich, auch ein relativ absurdes Bild. Ein erwachsener Mann, der heulend über seinen Haferflocken sitzt und versucht, irgendwas reinzukriegen. Ja. Aber das ist dann halt so der erste Schritt, dass man wieder aus diesem Kaloriendefizit rauskommt, dass man wenigstens schon mal einen dieser Stressoren rausnimmt und man dann darauf aufbauen kann. Wahnsinn. Und hast du dann angefangen, Früchte einzuschleichen? Ja, das war dann halt so ein Prozess, ne? Klein anfangen und dann versuchen. Das ist ja generell so, bei einer Angststörung fühlt man sich ja irgendwie so, als hätte man irgendwie so eine Amnesie gehabt und müsste irgendwie alles neu lernen. Ja. Konfrontation, Soziales, in meinem Fall auch Essen. Ja, und dann tastet man sich halt daran, integriert dann halt wieder andere Sachen, bis man halt wieder mehr oder weniger seine Norm erreicht hat. Ja. Und bei mir war das dann halt auch so, dass ich in der Zeit innerhalb von 3 Monaten um die 15 oder 20 Kilo abgenommen habe. Ja, ja, natürlich. Und ich bin sowieso schon so ein Fliegengewicht gewesen und da war dann sowieso nochmal extra Stress für den Körper, sag ich mal so. Ja. Wie sah für dich, wenn jetzt jemand dieses Video sieht, wie sah für dich so ein Heilungstag aus? Ein Tag, den du dir eingeteilt hast in Schritten, hier mache ich das für meinen Geist, hier mache ich das für meinen Körper. Wie sahen diese kleinen Schritte aus, diese neuen Routinen? Ja, ganz wichtig, Meditation war wahrscheinlich auch eines der wichtigsten Werkzeuge, weil wenn man in diesem Angstkreislauf hängt, schaut man immer in die Zukunft. Was könnte passieren? Ja. Oder im schlimmsten Fall schaut man in die Vergangenheit und projiziert dann die Vergangenheit auf die Zukunft, so von wegen, das ist damals so und so gelaufen, könnte jetzt auch wieder so und so passieren. Und dann hängt man quasi den ganzen Tag in dieser Illusion drin. Man lebt quasi nicht mehr im Jetzt, sondern lebt nur noch in der Vergangenheit und nur noch in der Zukunft. Was viele Leute ja auch nicht verstehen, dass das einfach nur Konzepte sind. Es gibt ja die Vergangenheit. Nicht, was ist die Vergangenheit? Die Vergangenheit ist ja nur eine Erinnerung und die Zukunft ist auch einfach nur ein Hirngespinst, was ich mir in meinem Kopf ausmale. Und dann hängt man halt die ganze Zeit in diesem Hirngespinst drin. Und die Meditation zieht einen quasi zurück ins Jetzt, was dann schon mal diesen mentalen Aspekt rausnimmt, dass man sich immer wieder Gefahren ausmalt, die ja gar nicht real sind. Also für den Kopf sind sie real, weil der Kopf nicht unterscheiden kann zwischen Hirngespinst und realer Gefahr. Genau. Aber so nimmt man das Ganze schon mal raus. Und das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, bei den meisten Menschen schon mal ein riesiger Block an Stress, der dann wegfällt, dieser mentale Faktor. Ja. Ja, dann kam hinzu die Akzeptanz. Auch ganz wichtig. Das geht ja auch mit der Achtsamkeit einher, dass man lernt, die Emotion zu akzeptieren. Ja. Das ist ähnlich wie bei der Krankheit mit Schmerzen, den Schmerz zu akzeptieren und nicht immer dagegen anzukämpfen, sondern zu sagen, ja, du bist da, ich fühle dich, du hast eine Berechtigung und ich gehe mit dir und ich wehre mich nicht mehr, weil dieses Wehren, dieser Kampfmodus, das raubt einem jegliche Kraft, mental, aber auch körperlich.
Und der Schmerz ist halt eine Sache, aber dann kommt halt noch Leid hinzu, das man quasi selbst auslöst. Dadurch, dass man halt sich dagegen wehrt, anstatt das Ganze anzunehmen. Und Darf ich noch nachhaken? Ja. Wie sah so eine Annahme aus? Also wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen? das Ganze besteht erstmal aus diesem mentalen Aspekt auch, dass man wegkommt von diesen Bewertungen. Also, dass man davon ausgeht, dass eine Emotion weniger Daseinsberechtigung hat als eine andere. Das heißt, das ist ja bei uns so verankert, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt die Emotion nehme, ich bin glücklich oder ich bin traurig. Die meisten Menschen denken halt, dass die Trauer ein schlechtes Gefühl ist und das Glück ein gutes Gefühl ist. Aber das ist ja nur subjektiv gesehen. Von ihrem Wert her ist ja beides gleich viel wert, weil beides so ein, ich sag mal, ein emotionaler Verarbeitungsprozess ist. Und davon muss man erstmal wegkommen, dass Angst schlecht ist und dass Glück gut ist. Natürlich fühlt sich das eine gut an und das andere fühlt sich unangenehm an, aber objektiv gesehen ist beides gleichwertig. Und das ist halt sowas, was man unter anderem durch die Meditation lernt, wenn man diese Geschichten loslässt, die man sich immer selbst dazu dichtet. Und der andere Aspekt ist auf jeden Fall die körperliche Akzeptanz, dass man, ich sag mal, die körperlichen Widerstände und die körperlichen Anspannungen, die man selbst aufrechterhält. Also bei der Angst ist ja eine Sache die innere Unruhe und die Anspannung, die von der Angst ausgeht. Aber viel hält man auch einfach selbst aufrecht. Zum Beispiel, wenn ich ängstlich durch die Gegend laufe und dann so eine Pose aufrechterhalte, dass ich zum Beispiel meine Schultern hochziehe oder verschränkte Arme oder sowas in diese Richtung, dass man das auch einfach loslässt, weil das ist auch so eine Blockade, dass die Emotion nicht fließen kann. Ich baue quasi so wie so einen Damm auf. Eine körperliche Manifestation ist das, gell? Richtig. Ja. Was hältst du davon? Ich war eine Zeit lang, ich glaube, also sehr, sehr viele Jahre, und ich habe das in meiner Kindheit angefangen, weil ich unter Gehirnnebel litt, ganz früh. Und dann hatte ich immer diese Konzentrationsstörungen und diese Trägheit. Ich bin sehr jung an Malaria erkrankt, also mit 1,5 Jahren, und meine Leber ist träge. Das heißt, ich habe früh gemerkt, dass ich nicht so leistungsfähig bin wie andere. Und ich habe mir dann immer eine Horrorszene vorgestellt, dadurch Adrenalin ausgeschüttet, so wie wenn jemand kaffeesüchtig ist, und konnte dann auf einem Level funktionieren, bis natürlich mein Körper nicht mehr konnte. Aber diese Adrenalinsucht, ich glaube, das sind sich viele auch nicht bewusst, wie wir uns da unterbewusst diese Spritzen geben können. Weil Adrenalin ist einerseits, kann ja auch positiv sein, weil es dich Dinge eben anpacken lässt. Du kriegst Stärke für größere Visionen und so weiter. Aber jeden Tag ausgelöst nur für die Kleinigkeit, um irgendwie funktionieren zu können, lässt die Nebennieren erschöpfen, die Leber wird träge und ja, das ganze Kartenhaus bricht zusammen. Kennst du das, diesen Adrenalinstoß aus der Angst heraus? Du meinst die Sucht, die daraus entsteht, oder generell die Ja, Mechanik dahinter? genau, also beides. Das ist ja sowieso so ein Thema, das sehe ich ja auch noch ziemlich oft, dass Leute denken, dass Angst und Stress zwei völlig unterschiedliche Sachen sind, obwohl es quasi ein und dasselbe ist. So viele Menschen reden von Angst, aber was sie eigentlich meinen, sind ängstliche Gedanken. Und das sind für mich auf jeden Fall zwei unterschiedliche Sachen. Wenn ich von Angst rede, dann meine ich immer das Gefühl der Angst, das durch Stresshormone ausgelöst wird. Und ängstliche Gedanken sind dann quasi Gedanken, die einen bestimmten Inhalt haben. Sagen wir mal, ein Gedanke kommt auf, der den Inhalt hat, weiß ich nicht, Mord und Totschlag im schlimmsten Fall. Aber so ein Gedanke bedeutet, nur weil ein Gedanke einen ängstlichen Inhalt hat, heißt das nicht, dass ein Gedanke Angst auslösen muss. Da geht es dann wieder darum, wie sehr man sich mit einem Gedanken identifiziert und ob man diesen Gedanken für sich als Wahrheit annimmt, sodass dieser Gedanke überhaupt erst eine Stressreaktion auslösen kann. Ja. Und das ist dann auch wieder so ein Achtsamkeitsding,
ob ich in der Lage bin, einen Gedanken neutral zu beobachten oder ob ich diesen Gedanken impulsiv direkt für mich als Wahrheit annehme und dieser dann eine Emotion auslösen kann. Ja. Ja, so tief. Ja, vielen Dank. Ja. Und auch noch wichtig, was du angesprochen hast, mit dem Koffein. Das ist ja auch so eine Sache, die viele nicht wissen. Es ist ja auch ich glaube, das wird auch in der Medizin noch richtig oft so gepredigt, dass Angst einfach nur eine Kopfsache ist, dass man sich das Ganze nur einbildet, dass das Ganze nur eine Illusion ist. Aber es gibt so viele Faktoren, die ähm, die Stressreaktion auslösen, ohne dass der Kopf dabei überhaupt irgendeine Rolle spielt. Ja. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil nur wenn man diese Einsicht kriegt und dieses Wissen überhaupt hat, kann man das Problem richtig angehen. Weil solange man davon ausgeht, dass das Ganze nur Einbildung ist oder dass das Ganze einfach nur Kopfsache ist, sieht man erstmal diese ganzen anderen Möglichkeiten nicht, wo das Problem liegen könnte. Und außerdem geht dann so ein, ich sag mal, ja, wie so ein Schuldgefühl damit einher, so von wegen, ich halte das Ganze selbst aufrecht. Also ist natürlich auch irgendwo wahr, weil man ja auch ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt. Aber wenn man immer nur auf dieser Kopfsache rumreitet, dann ist das Ganze definitiv um einiges schwerer, wenn nicht sogar unmöglich, das Problem zu überwinden, meiner Meinung nach. Ja, weil die Schuldzuweisung bei dir liegt, bei Ja. der Persönlichkeit und biochemische Abläufe einfach außer Acht gelassen werden. Und also du hast es am Anfang genannt, diese Scham kommt dann einher. Und ich habe das Gefühl, dass Heilung in Kombination mit Scham, ich glaube, nicht möglich ist. Weil dann ist die Annahme auch nicht möglich. Warum sollte man etwas annehmen, wenn man sich dafür schämt und man selbst dafür schuld sein soll? Das ist ein Widerspruch in sich. Aber ich finde, man muss da auch so ein bisschen den Mittelweg finden, weil, also auf der einen Seite selbst die Verantwortung zu übernehmen und Ja. die eigenen Verhaltensmuster zu hinterfragen. Mhm. Ähm, Es ist halt einfach dieser Mittelweg zwischen, ja, ich sag mal, Reflexion, gell? Zu sagen, wo kann ich Dinge wirklich ändern? Wo bin ich in dieser Opferrolle? Und der Annahme, dass einem wirklich etwas passiert ist, was nicht gerecht war. Weil die beiden Sachen stimmen. ja klar, da muss man aber auch ganz klar unterscheiden, so, wenn ich von Opferrolle spreche, meine ich ja auch nicht, weiß nicht, wenn einem irgendwas Schlimmes passiert ist, sagen wir mal jetzt im schlimmsten Fall Vergewaltigung zum Beispiel. Natürlich war man in dieser Situation ein Opfer, Ja. aber darum geht es nicht. Es geht nicht um die Situation, die passiert ist. Es geht darum, wie viel Macht man dieser Situation im Jetzt noch gibt, durch sein jetziges Verhalten und wie sehr man an dieser Situation noch festhält. Ja, und das ist die größte Schwierigkeit überhaupt. Ob es jetzt eine Erkrankung ist, und ich sage immer, für mich war es so, als hätte ich einen Autounfall gehabt und äußerlich hat man es mir nicht angesehen. Das heißt, ich habe kein Mitleid bekommen, ich wurde nicht geschont, ich musste ein Leben einer Gesunden führen, weil eben sonst ist es ja psychosomatisch und in die Ecke wollen wir hier nicht gedrängt werden, weil dann gelten wir als schwach. Das heißt, ich musste ja meine Wunden lecken und es war auch wichtig, dass ich in diese Trauer reinkam. Und zur Heilung hat für mich auch gehört, da wirklich hinzuschauen und zu weinen und zu sagen, ja, das ist unfair und das war uncool und das habe ich nicht verdient, niemand hat das verdient. Und durch diese Trauer und das Gefühl loslassen, du hast es auch noch kurz angesprochen, dieses Gefühle runterdrücken, irgendwann platzt alles hoch. Das heißt, diese Gefühlearbeit war für mich wichtig. Und deswegen ist es so schwierig, darüber zu reden. Und vielleicht haben Mediziner auch davor Angst, weil in allem, alles hat seine Berechtigung. Eben diese Zeit, wo man anerkennt, dass man ein Opfer war, dass einem etwas zugestoßen ist, was echt nicht okay war. Und dann in diese Trauer reingehen zu dürfen und dann wieder herauswachsen und aufstehen und sagen, okay, die Trauerzeit ist vorbei und jetzt wachse ich über mich hinaus. Und beides gibt sich irgendwie die Hand. Ja, klar. Ja. Was ich halt auch oft sehe, ist
so gerade bei diesen Leuten, die auch etwas so in die spirituelle Richtung gehen, wenn sie davon reden, dieses Gesetz der Anziehung, das Ganze kann man einmal positiv sehen, aber dann gibt es so Leute, die dann sagen, ja, wenn du vergewaltigt worden bist, dann hast du das quasi selbst angezogen. Schrecklich, schrecklicher Gedanke. Absolute Katastrophe, diesen Leuten sowas zu Schlimme erzählen. Dinge passieren und es ist schlimm und es ist ungerecht. Und die Ungerechtigkeit gibt es, wir dürfen die nicht abstreiten. Ja, ja. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, gut, dass du es ansprichst, weil ich sage immer, man hat so einen großen Erfahrungsschatz, du in deinem Kopf, und wenn man versucht, darüber zu sprechen, ist die Gefahr da, dass es zu einseitig ist. Und ich bin jetzt gerade mega froh, dass wir in diesem Gespräch so in allen Ecken waren und nicht einfach mit irgendwelchen Postkartensprüchen hier rausgehen, weil die bringt einem überhaupt nichts, wenn man im dunkelsten Tal steckt. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Was für ein Scheiß mitten in einer Panikattacke oder schmerzverkrampft im Bett bringt einem gar nichts. Ja. Was würdest du als Schlusswort noch als Ermutigung mitgeben? Als Schlusswort. Erstmal ganz wichtig, Angst ist nicht nur Kopfsache, sollte sich jeder bewusst machen, öffnet jede Menge neue Türen. Opferrolle ablegen, ganz wichtig. Verantwortung für sich selbst übernehmen. Zurück zur Natur finden, ganz wichtig. Sowas wie Ernährung, Bewegung, auch mal Sonne tanken, nicht nur mal drin sitzen. Überhaupt generell nicht nur sitzen. Ja. Hey, vielen Dank, André. Ich bin mega begeistert von deiner Erfahrung, wie du die Sachen angegangen bist. Und vielen Dank, dass du das durchgegangen bist, dass du das Tor der Gefühle geöffnet hast für dich, dass du dich dem gestellt hast, ja, weil die Angst ist so groß davor, weil wir es irgendwie nicht lernen. Wir lernen es nicht, schlechte Gefühle zu umarmen und daraus dann diese Stärke zu nehmen. Und vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast, dass du diese dunkle Seite in deiner Geschichte, dass du die jetzt wirklich ins Licht bringst. Das klingt so esoterisch, aber es ist so, weil du deinen YouTube-Kanal machst und du sprichst darüber. Und da darf einfach wieder Heilung geschehen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe zu danken. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis ganz bald. Ich wünsche dir auch Danke. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und ich möchte euch wirklich ans Herz legen, hinzuschauen, da zu sein, rauszugehen, wieder eine Verbindung mit der Natur anzufangen und zu hinterfragen, lebe ich wirklich im Jetzt oder lebe ich noch in der Vergangenheit oder projiziere ich was in die Zukunft? Ich wünsche euch für euren Weg ganz viel Kraft, Mut und Geduld. Alles Liebe.